Hallo liebe Wortwanderer, wir freuen uns riesig, euch wieder hier zu sehen. Heute gibt es eine neue Geschichte aus dem turbulenten Leben von Johannes und Rebekka. Dieses Paar kann einfach nicht aus Schwierigkeiten herausbleiben. Wenn ihr neu auf unserem Deutsch-Lernkanal seid, vergesst nicht zu abonnieren und diesem Video ein Like zu geben. Eure Unterstützung hilft uns, noch mehr spannende Geschichten für euch zu bringen. Ein Abenteuer im Wald. Johannes und Rebekka sind seit fast 2 Monaten ein Paar. Ihre Welten sind sehr unterschiedlich, aber irgendwie passen sie zusammen wie Puzzleteile. Johannes hat viel Energie. Er liebt Wandern, Laufen und die Natur. Für ihn ist ein perfektes Wochenende, auf einen Berg zu steigen, den Wind im Gesicht zu spüren und den Sonnenuntergang von oben zu sehen. Rebekka lebt in einer Welt voller Bücher, Kunst und Geschichte. Sie ist Kunsthistorikerin und Kritikerin. Die meiste Zeit sitzt sie vor ihrem Laptop und schreibt Artikel über Gemälde und Skulpturen. Ihr perfektes Wochenende ist ein ruhiges Museum zu besuchen oder ein Buch in einem gemütlichen Café zu lesen. Sie haben sich nach einem kleinen Unfall im Museum kennengelernt. Ein Moment, der ihr Leben verändert hat. Den Anfang von Rebekkas und Johannes' Liebesgeschichte kannst du in früheren Videos von Wortwanderer sehen. Obwohl sie verschieden sind, verbringen sie gerne Zeit zusammen. Johannes liebt es, wie klug und leidenschaftlich Rebekka über Kunst spricht. Rebekka mag Johannes' positive Energie und die Art, wie er sie zum Lachen bringt. Aber es gibt ein kleines Problem. Rebekka hat Johannes nie gesagt, dass sie Wandern hasst. Sie hasst Insekten. Sie hasst es zu schwitzen. Und die einzigen Sportschuhe, die sie besitzt, sind ein altes Paar, das sie nur gekauft hat, falls sie sich jemals entscheiden würde, ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist nie passiert. Eines Tages beschließt Johannes, Rebekka in den Eulenwald mitzunehmen. Einen schönen Wald mit vielen hohen Bäumen. Rebekka wollte nicht Nein zu dieser netten Idee sagen, also sagt sie ja. Während sie in den Eulenwald fahren, ist Johannes sehr glücklich. Er hat alles geplant. 2 Tage wandern, eine ruhige Nacht unter den Sternen und ein warmes Lagerfeuer. Er hat sogar sein bestes Zelt mitgebracht, das er für große Abenteuer benutzt. Unterwegs halten sie an einem kleinen Supermarkt, um Essen zu kaufen. Johannes nimmt Brot, Nüsse, süße Getränke, 2 Flaschen Bier, geräucherte Würstchen und frische Tomaten. Er lächelt Rebekka an und sagt: Das reicht für das Campingwochenende. Rebekka bleibt stehen. Camping? Sie hatte sich etwas ganz anderes vorgestellt. Als Johannes sie zu einem Wochenendtrip einlud, dachte sie, dass sie nach der Wanderung in einem kleinen, gemütlichen Hotel übernachten würden. Eine warme Dusche, ein weiches Bett und vielleicht sogar ein schönes Frühstück am Morgen. Doch jetzt, als sie im Supermarkt steht, versteht sie die Wahrheit. Sie werden draußen schlafen. Ja, wandern am Tag, campen in der Nacht. Es wird großartig, sagt Johannes fröhlich, während er das Essen in den Korb legt. Sie schaut auf das Essen im Korb. Kein Restaurant, kein Hotel, nur ein Zelt, ein Lagerfeuer und der dunkle Wald in der Nacht. Rebekka zwingt sich zu einem Lächeln. Oh, wow, das klingt aufregend. Johannes lacht. Ich wusste, dass du es lieben würdest. Rebekka lässt ein kleines, nervöses Lachen hören. Lieben? Da ist sie sich nicht so sicher, aber jetzt ist es zu spät, Nein zu sagen. Als sie Owl Woods erreichen, steht die Sonne hoch am Himmel und wirft warmes, goldenes Licht durch die Bäume. Die Luft ist frisch und kühl und riecht nach Kiefern und feuchter Erde. Vögel singen über ihnen und in der Ferne fließt ein kleiner Bach sanft durch den Wald.
Johannes parkt das Auto und steigt aus, streckt die Arme. Ah, wir haben es geschafft. Ist es nicht wunderschön? Sagt er und atmet tief die Waldluft ein. Rebecca steigt langsam aus, setzt ihre Sonnenbrille zurecht und schaut sich um. Der Ort ist ruhig und friedlich, aber in Gedanken sucht sie schon nach dem nächsten Café. Spoiler, es gibt keins. Sie öffnet den Kofferraum und nimmt ihren kleinen Rucksack heraus. Johannes dreht sich um ihr zu helfen, doch dann bleibt er stehen, als er ihn sieht. Die Tasche ist winzig, nicht groß genug fürs Campen. In diesem Moment wird ihm klar: Ich habe ihr nie wirklich gesagt, dass wir campen. Naja, ich habe es ihr zu spät gesagt, im Supermarkt. Er wollte etwas sagen, aber dann hielt er inne. Mal sehen, wie lange sie durchhält, bevor sie sich beschwert. Er grinste für sich, aber tief im Inneren fühlte er sich ein wenig schuldig. Trotzdem wusste er eines: Wenn etwas schief geht, kann er sich um sie kümmern. Rebecca rückte den Riemen auf ihrer Schulter zurecht. Also, wohin genau gehen wir? Johannes grinste und zeigte auf einen schmalen Waldweg. Zuerst wandern wir, dann bauen wir das Lager auf. Rebecca blinzelte. Sie zwang sich zu einem Lächeln. Oh, großartig. Johannes hob seinen großen Rucksack, in dem alles Nötige verstaut war, und begann zu laufen. Er war begeistert. Das wird ein Abenteuer. Rebecca seufzte leise und folgte ihm. Das wird irgendetwas. Der Weg ist uneben, bedeckt mit Wurzeln und Steinen. Johannes geht voller Energie voraus und steigt mühelos über Hindernisse. Aber Rebecca hat Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Die Riemen ihres Rucksacks drücken auf ihre Schultern und die Mittagssonne macht sie noch müder. Sie wollte sich beschweren, nur ein bisschen, aber sie blieb still. Johannes sah so glücklich aus und sie wollte seinen perfekten Tag nicht ruinieren. Also ging sie weiter, atmete tief durch und versuchte, den Wald zu genießen. Nach etwa einer Stunde erreichten sie einen kleinen Fluss. Das Wasser war klar und kühl und floss über glatte Steine. Es gab keine Brücke, nur große Felsen, über die sie steigen mussten, um hinüberzukommen. Johannes ging zuerst, sprang geschickt von Stein zu Stein. Komm schon, es ist ganz einfach. Rebecca zögerte. Die Steine sahen rutschig aus. Vorsichtig setzte sie einen Fuß auf einen Stein, dann den anderen. Gerade als sie die Mitte erreichte, rutschte ihr Fuß auf einem nassen Stein aus. Sie keuchte auf, als ihr Knöchel sich scharf verdrehte. Alles in Ordnung? Fragte Johannes und machte einen Schritt nach vorne. Rebecca zwang sich zu einem Lächeln. Ja, mir geht's gut. Schnell trat sie auf den nächsten Stein und erreichte die andere Seite. Johannes warf ihr einen kurzen Blick zu, aber sie ging bereits weiter, als wäre nichts passiert. Zuerst war es nicht so schlimm, doch bald begann ihr Knöchel dumpf zu schmerzen. Nach und nach wurde der Schmerz schlimmer. Sie versuchte, ihn zu ignorieren, aber ihre Schritte wurden langsamer. Als sie eine kleine Lichtung erreichten, pochte ihr Knöchel. Sie biss sich auf die Lippe. Sie wollte nichts sagen, aber sie wusste es genau. Sie würde es nicht mehr lange schaffen. Nach etwa 30 Minuten Fußmarsch nach dem Fluss konnte Rebecca es nicht mehr verbergen. Sie drehte sich zu Johannes um, ihre Stimme klang etwas angespannt. Wann kommen wir endlich an diesem besonderen Ort an, von dem du gesprochen hast? Johannes hielt inne und sah sie mit einem Hauch von Besorgnis an. Wir sind erst auf halbem Weg. Rebeccas Herz sank. Eine Welle aus Frustration und Schmerz überkam sie. Ich kann nicht mehr weiter. Ich glaube, ich habe meinen Knöchel wirklich schlimm verstaucht. Oh, ich wusste, dass das passieren würde.
Ich habe immer Pech beim Wandern. Ich hasse Wandern. Johannes blieb stehen und schaute sie an. Sein Gesichtsausdruck wechselte von Überraschung zu Verständnis. Warum hast du mir nicht früher gesagt, dass du Wandern hast? Oder dass du dir am Fluss den Knöchel verletzt hast? Ich wollte dich glücklich machen, Johannes. Wir machen immer das, was ich mag. Ich wollte einfach nur, dass wir eine schöne Zeit haben. Mit etwas, das dir Spaß macht. Es tut mir leid. Ich hätte fragen sollen, wie es dir geht. Johannes öffnete seinen Rucksack und zog eine Schmerztablette sowie eine kleine Flasche mit kühlendem Gel heraus. Hier, nimm das. Er reichte ihr die Tablette und trug dann vorsichtig das Gel auf ihren nackten Knöchel auf. Als das kühle Gel ihre Haut berührte, spürte Rebecca eine Welle der Erleichterung, zumindest emotional. Der körperliche Schmerz war noch da. Danke. Johannes schaut sich mit einem kleinen Stirnrunzeln um. Schade, dass wir diesen besonderen Ort nicht erreicht haben. Nach etwa 10 Minuten merkt Rebecca, dass der Schmerz nachlässt. Sie lächelt Johannes an, dankbar für seine Unterstützung. Lass uns über Nacht bleiben. Bist du sicher? Wir können immer noch zurückgehen, wenn es dir nicht gut geht. Es ist besser, hier zu bleiben und meinen Knöchel ausruhen zu lassen. Johannes beginnt, das Zelt aufzubauen und entfacht ein Feuer, um Rebecca warm zu halten. Rebecca seufzt zufrieden. Die Wärme des Feuers gibt ihr ein Gefühl der Geborgenheit. Der Schmerz in ihrem Knöchel ist noch da, aber irgendwie stört er sie nicht mehr so sehr. Die Nachtluft ist kühl und trägt die sanften Geräusche des Waldes, raschelnde Blätter, zirpende Grillen und gelegentlich das entfernte Rufen einer Eule. Johannes dreht einen Marshmallow an seinem Stock und lässt ihn goldbraun rösten. Dann reicht er ihn Rebecca. Hier, probier das. Sie nimmt vorsichtig einen Bissen, die geschmolzene Süße erfüllt ihren Mund. Okay, ich gebe es zu. Dieser Teil ist schön. Siehst du, die Natur ist gar nicht so schlecht. Ich finde aber immer noch, dass ein weiches Bett besser klingt als eine Nacht im Zelt. Okay, fair. Aber warte erst bis morgen früh. Aufwachen an der frischen Luft, Kaffee am Feuer trinken, das ist das beste Gefühl. Rebecca lächelt und beobachtet die flackernden Flammen. Vielleicht läuft dieser Ausflug nicht genau nach Plan, aber in diesem Moment, unter dem Sternenhimmel, fühlt sie sich glücklich. Während sie am Feuer sitzen, ertönt plötzlich ein seltsames Geräusch aus dem Wald. Johannes und Rebecca erstarren. Was war das? Johannes versucht, ruhig zu bleiben. Ich weiß es nicht. Lass uns nachsehen. Sie standen auf und blickten in die dunklen Bäume. Plötzlich trat ein Rentier auf die Lichtung. Zuerst sah es aus wie ein Geist. Rebecca erschrak, aber dann sah sie seine großen, sanften Augen. Wow, es ist wunderschön. Ja, das ist es. Sie beobachteten das Rentier einen Moment lang. Dann drehte es sich um und verschwand im Wald. Plötzlich hörten sie Schritte. Ein Mann in Uniform trat ins Licht des Feuers. Was macht ihr hier? Wir campen nur. Der Ranger runzelte die Stirn. Ihr dürft hier kein Feuer machen. Das ist nicht erlaubt. Johannes fühlte sich schlecht. Er kannte die Regel, aber er wollte nicht, dass Rebecca weiterlief. Es tut mir leid, ich habe kein Schild gesehen. Der Ranger blickte auf Rebeccas Knöchel und nickte. Ich sehe, dass du verletzt bist. Kommt mit zu meiner Hütte. Ihr könnt dort heute Nacht bleiben. Johannes fühlte sich erleichtert. Vielen Dank. Rebecca lehnte sich an Johannes, während sie dem Ranger folgten.
Sie fühlte sich müde, aber auch glücklich über das Abenteuer. Als sie die Hütte erreichten, war es warm und gemütlich. Es gab weiche Decken und eine kleine Küche. Der Ranger gab ihnen heiße Getränke. Ruh dich jetzt aus. Ihr seid hier sicher. Rebecca lächelte Johannes an. Das war ein Abenteuer, oder? Ja, und ich bin froh, dass du hier bei mir bist. Am nächsten Morgen schien die Sonne durch die Bäume. Johannes und Rebecca packten ihre Sachen. Sie waren müde, aber sie fühlten sich glücklich. Sie traten nach draußen und Rebecca spürte, dass ihr Knöchel ein wenig besser war. Aber sie wusste, dass es sie am Montag auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen musste. Der Weg zu Johannes' Auto war still. Beide dachten über das Abenteuer nach, aber sie fühlten sich glücklich. Es tut mir leid für alles. Ich werde dich nicht mehr zum Wandern überreden. Es ist okay. Ich wollte dir den Spaß nicht verderben. Vielleicht nicht bald. Aber eines Tages verspreche ich, dass wir wieder wandern und campen gehen. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Ja, gib mir nur etwas Zeit. Als sie das Auto erreichten, lächelten sie sich an. Trotz der Probleme fühlten sie sich einander näher. Sie warfen einen letzten Blick auf den Wald und stiegen dann ins Auto. Rebecca und Johannes waren bereit, nach Hause zu fahren, bereit für neue Abenteuer, aber in ihrem eigenen Tempo. Liebe Zuhörer, ihr könnt die unbekannten Vokabeln in der Videobeschreibung nachschlagen. Wir empfehlen euch dringend, das Video ohne Untertitel anzusehen, um zu überprüfen, wie viele neue Wörter ihr mittlerweile verstehen könnt. Ihr könnt auch unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine neuen Geschichten vom Wortwanderer-Team verpasst. Johannes und Rebecca sind seit fast 2 Monaten ein Paar. Ihre Welten sind sehr unterschiedlich, aber irgendwie passen sie zusammen wie Puzzleteile. Johannes hat viel Energie. Er liebt Wandern, Laufen und die Natur. Für ihn ist ein perfektes Wochenende, auf einen Berg zu steigen, den Wind im Gesicht zu spüren und den Sonnenuntergang von oben zu sehen. Rebecca lebt in einer Welt voller Bücher, Kunst und Geschichte. Sie ist Kunsthistorikerin und Kritikerin. Die meiste Zeit sitzt sie vor ihrem Laptop und schreibt Artikel über Gemälde und Skulpturen. Ihr perfektes Wochenende ist ein ruhiges Museum zu besuchen oder ein Buch in einem gemütlichen Café zu lesen. Sie haben sich nach einem kleinen Unfall im Museum kennengelernt. Ein Moment, der ihr Leben verändert hat. Den Anfang von Rebeccas und Johannes' Liebesgeschichte kannst du in früheren Videos von Wortwanderer sehen. Obwohl sie verschieden sind, verbringen sie gerne Zeit zusammen. Johannes liebt es, wie klug und leidenschaftlich Rebecca über Kunst spricht. Rebecca mag Johannes' positive Energie und die Art, wie er sie zum Lachen bringt. Aber es gibt ein kleines Problem. Rebecca hat Johannes nie gesagt, dass sie Wandern hasst. Sie hasst Insekten. Sie hasst es zu schwitzen. Und die einzigen Sportschuhe, die sie besitzt, sind ein altes Paar, das sie nur gekauft hat, falls sie sich jemals entscheiden würde, ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist nie passiert. Eines Tages beschließt Johannes, Rebecca in den Eulenwald mitzunehmen. Einen schönen Wald mit vielen hohen Bäumen. Rebecca wollte nicht Nein zu dieser netten Idee sagen, also sagt sie ja. Während sie in den Eulenwald fahren, ist Johannes sehr glücklich. Er hat alles geplant. 2 Tage wandern, eine ruhige Nacht unter den Sternen und ein warmes Lagerfeuer. Er hat sogar sein bestes Zelt mitgebracht, das er für große Abenteuer benutzt.
Unterwegs halten sie an einem kleinen Supermarkt, um Essen zu kaufen. Johannes nimmt Brot, Nüsse, süße Getränke, 2 Flaschen Bier, geräucherte Würstchen und frische Tomaten. Er lächelt Rebecca an und sagt: Das reicht für das Campingwochenende. Rebecca bleibt stehen. Camping? Sie hatte sich etwas ganz anderes vorgestellt. Als Johannes sie zu einem Wochenendtrip einlud, dachte sie, dass sie nach der Wanderung in einem kleinen, gemütlichen Hotel übernachten würden. Eine warme Dusche, ein weiches Bett und vielleicht sogar ein schönes Frühstück am Morgen. Doch jetzt, als sie im Supermarkt steht, versteht sie die Wahrheit. Sie werden draußen schlafen. Ja, wandern am Tag, campen in der Nacht. Es wird großartig. Sagt Johannes fröhlich, während er das Essen in den Korb legt. Sie schaut auf das Essen im Korb. Kein Restaurant, kein Hotel, nur ein Zelt, ein Lagerfeuer und der dunkle Wald in der Nacht. Rebecca zwingt sich zu einem Lächeln. Oh, wow, das klingt aufregend. Johannes lacht. Ich wusste, dass du es lieben würdest. Rebecca lässt ein kleines, nervöses Lachen hören. Lieben? Da ist sie sich nicht so sicher, aber jetzt ist es zu spät, Nein zu sagen. Als sie Owl Woods erreichen, steht die Sonne hoch am Himmel und wirft warmes, goldenes Licht durch die Bäume. Die Luft ist frisch und kühl und riecht nach Kiefern und feuchter Erde. Vögel singen über ihnen und in der Ferne fließt ein kleiner Bach sanft durch den Wald. Johannes parkt das Auto und steigt aus, streckt die Arme. Ah, wir haben es geschafft. Ist es nicht wunderschön? Sagt er und atmet tief die Waldluft ein. Rebecca steigt langsam aus, setzt ihre Sonnenbrille zurecht und schaut sich um. Der Ort ist ruhig und friedlich, aber in Gedanken sucht sie schon nach dem nächsten Café. Spoiler, es gibt keins. Sie öffnet den Kofferraum und nimmt ihren kleinen Rucksack heraus. Johannes dreht sich um ihr zu helfen, doch dann bleibt er stehen, als er ihn sieht. Die Tasche ist winzig, nicht groß genug fürs Campen. In diesem Moment wird ihm klar: Ich habe ihr nie wirklich gesagt, dass wir campen. Naja, ich habe es ihr zu spät gesagt, im Supermarkt. Er wollte etwas sagen, aber dann hielt er inne. Mal sehen, wie lange sie durchhält, bevor sie sich beschwert. Er grinste für sich, aber tief im Inneren fühlte er sich ein wenig schuldig. Trotzdem wusste er eines: Wenn etwas schief geht, kann er sich um sie kümmern. Rebecca rückte den Riemen auf ihrer Schulter zurecht. Also, wohin genau gehen wir? Johannes grinste und zeigte auf einen schmalen Waldweg. Zuerst wandern wir, dann bauen wir das Lager auf. Rebecca blinzelte. Sie zwang sich zu einem Lächeln. Oh, großartig. Johannes hob seinen großen Rucksack, in dem alles Nötige verstaut war, und begann zu laufen. Er war begeistert. Das wird ein Abenteuer. Rebecca seufzte leise und folgte ihm. Das wird irgendetwas. Der Weg ist uneben, bedeckt mit Wurzeln und Steinen. Johannes geht voller Energie voraus und steigt mühelos über Hindernisse. Aber Rebecca hat Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Die Riemen ihres Rucksacks drücken auf ihre Schultern und die Mittagssonne macht sie noch müder. Sie wollte sich beschweren, nur ein bisschen, aber sie blieb still. Johannes sah so glücklich aus und sie wollte seinen perfekten Tag nicht ruinieren. Also ging sie weiter, atmete tief durch und versuchte, den Wald zu genießen. Nach etwa einer Stunde erreichten sie einen kleinen Fluss. Das Wasser war klar und kühl und floss über glatte Steine. Es gab keine Brücke, nur große Felsen, über die sie steigen mussten, um hinüberzukommen. Johannes ging zuerst, sprang geschickt von Stein zu Stein.
Komm schon, es ist ganz einfach. Rebekka zögerte. Die Steine sahen rutschig aus. Vorsichtig setzte sie einen Fuß auf einen Stein, dann den anderen. Gerade als sie die Mitte erreichte, rutschte ihr Fuß auf einem nassen Stein aus. Sie keuchte auf, als ihr Knöchel sich scharf verdrehte. Alles in Ordnung? Fragte Johannes und machte einen Schritt nach vorne. Rebekka zwang sich zu einem Lächeln. Ja, mir geht's gut. Schnell trat sie auf den nächsten Stein und erreichte die andere Seite. Johannes warf ihr einen kurzen Blick zu, aber sie ging bereits weiter, als wäre nichts passiert. Zuerst war es nicht so schlimm, doch bald begann ihr Knöchel dumpf zu schmerzen. Nach und nach wurde der Schmerz schlimmer. Sie versuchte, ihn zu ignorieren, aber ihre Schritte wurden langsamer. Als sie eine kleine Lichtung erreichten, pochte ihr Knöchel. Sie biss sich auf die Lippe. Sie wollte nichts sagen, aber sie wusste es genau. Sie würde es nicht mehr lange schaffen. Nach etwa 30 Minuten Fußmarsch nach dem Fluss konnte Rebekka es nicht mehr verbergen. Sie drehte sich zu Johannes um, ihre Stimme klang etwas angespannt. Wann kommen wir endlich an diesem besonderen Ort an, von dem du gesprochen hast? Johannes hielt inne und sah sie mit einem Hauch von Besorgnis an. Wir sind erst auf halbem Weg. Rebekkas Herz sank. Eine Welle aus Frustration und Schmerz überkam sie. Ich kann nicht mehr weiter. Ich glaube, ich habe meinen Knöchel wirklich schlimm verstaucht. Oh, ich wusste, dass das passieren würde. Ich habe immer Pech beim Wandern. Ich hasse Wandern. Johannes blieb stehen und schaute sie an. Sein Gesichtsausdruck wechselte von Überraschung zu Verständnis. Warum hast du mir nicht früher gesagt, dass du Wandern hast? Oder dass du dir am Fluss den Knöchel verletzt hast? Ich wollte dich glücklich machen, Johannes. Wir machen immer das, was ich mag. Ich wollte einfach nur, dass wir eine schöne Zeit haben. Mit etwas, das dir Spaß macht. Es tut mir leid. Ich hätte fragen sollen, wie es dir geht. Johannes öffnete seinen Rucksack und zog eine Schmerztablette sowie eine kleine Flasche mit kühlendem Gel heraus. Hier, nimm das. Er reichte ihr die Tablette und trug dann vorsichtig das Gel auf ihren nackten Knöchel auf. Als das kühle Gel ihre Haut berührte, spürte Rebekka eine Welle der Erleichterung, zumindest emotional. Der körperliche Schmerz war noch da. Danke. Johannes schaut sich mit einem kleinen Stirnrunzeln um. Schade, dass wir diesen besonderen Ort nicht erreicht haben. Nach etwa 10 Minuten merkt Rebekka, dass der Schmerz nachlässt. Sie lächelt Johannes an, dankbar für seine Unterstützung. Lass uns über Nacht bleiben. Bist du sicher? Wir können immer noch zurückgehen, wenn es dir nicht gut geht. Es ist besser, hier zu bleiben und meinen Knöchel ausruhen zu lassen. Johannes beginnt, das Zelt aufzubauen und entfacht ein Feuer, um Rebekka warm zu halten. Rebekka seufzt zufrieden. Die Wärme des Feuers gibt ihr ein Gefühl der Geborgenheit. Der Schmerz in ihrem Knöchel ist noch da, aber irgendwie stört er sie nicht mehr so sehr. Die Nachtluft ist kühl und trägt die sanften Geräusche des Waldes, raschelnde Blätter, zirpende Grillen und gelegentlich das entfernte Rufen einer Eule. Johannes dreht einen Marshmallow an seinem Stock und lässt ihn goldbraun rösten. Dann reicht er ihn Rebekka. Hier, probier das. Sie nimmt vorsichtig einen Bissen, die geschmolzene Süße erfüllt ihren Mund. Okay, ich gebe es zu. Dieser Teil ist schön. Siehst du, die Natur ist gar nicht so schlecht. Ich finde aber immer noch, dass ein weiches Bett besser klingt als eine Nacht im Zelt. Okay, fair. Aber warte erst bis morgen früh. Aufwachen an der frischen Luft, Kaffee am Feuer trinken, das ist das beste Gefühl. Rebekka lächelt und beobachtet die flackernden Flammen.
Vielleicht läuft dieser Ausflug nicht genau nach Plan, aber in diesem Moment, unter dem Sternenhimmel, fühlt sie sich glücklich. Während sie am Feuer sitzen, ertönt plötzlich ein seltsames Geräusch aus dem Wald. Johannes und Rebekka erstarren. Was war das? Johannes versucht ruhig zu bleiben. Ich weiß es nicht. Lass uns nachsehen. Sie standen auf und blickten in die dunklen Bäume. Plötzlich trat ein Rentier auf die Lichtung. Zuerst sah es aus wie ein Geist. Rebekka erschrak, aber dann sah sie seine großen, sanften Augen. Wow, es ist wunderschön. Ja, das ist es. Sie beobachteten das Rentier einen Moment lang. Dann drehte es sich um und verschwand im Wald. Plötzlich hörten sie Schritte. Ein Mann in Uniform trat ins Licht des Feuers. Was macht ihr hier? Wir campen nur. Der Ranger runzelte die Stirn. Ihr dürft hier kein Feuer machen. Das ist nicht erlaubt. Johannes fühlte sich schlecht. Er kannte die Regel, aber er wollte nicht, dass Rebekka weiterlief. Es tut mir leid, ich habe kein Schild gesehen. Der Ranger blickte auf Rebekkas Knöchel und nickte. Ich sehe, dass du verletzt bist. Kommt mit zu meiner Hütte. Ihr könnt dort heute Nacht bleiben. Johannes fühlte sich erleichtert. Vielen Dank. Rebekka lehnte sich an Johannes, während sie dem Ranger folgten. Sie fühlte sich müde, aber auch glücklich über das Abenteuer. Als sie die Hütte erreichten, war es warm und gemütlich. Es gab weiche Decken und eine kleine Küche. Der Ranger gab ihnen heiße Getränke. Ruh dich jetzt aus. Ihr seid hier sicher. Rebekka lächelte Johannes an. Das war ein Abenteuer, oder? Ja, und ich bin froh, dass du hier bei mir bist. Am nächsten Morgen schien die Sonne durch die Bäume. Johannes und Rebekka packten ihre Sachen. Sie waren müde, aber sie fühlten sich glücklich. Sie traten nach draußen und Rebekka spürte, dass ihr Knöchel ein wenig besser war. Aber sie wusste, dass es sie am Montag auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen musste. Der Weg zu Johannes' Auto war still. Beide dachten über das Abenteuer nach, aber sie fühlten sich glücklich. Es tut mir leid für alles. Ich werde dich nicht mehr zum Wandern überreden. Es ist okay. Ich wollte dir den Spaß nicht verderben. Vielleicht nicht bald. Aber eines Tages verspreche ich, dass wir wieder wandern und campen gehen. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Ja, gib mir nur etwas Zeit. Als sie das Auto erreichten, lächelten sie sich an. Trotz der Probleme fühlten sie sich einander näher. Sie warfen einen letzten Blick auf den Wald und stiegen dann ins Auto. Rebekka und Johannes waren bereit, nach Hause zu fahren, bereit für neue Abenteuer, aber in ihrem eigenen Tempo.